So, 7 Uhr morgens. Wir waren sogar schon frühstücken. Unser Fahrer war sehr pünktlich, obwohl er gestern versucht hat, zu verhandeln, dass später losfahren doch besser wäre. Joanna kann das sehr gut verstehen. Die Sonne steht erst auf und kämpft sich durch Bangkoks trübe Smogluft, während wir durch die Fenster schauen und Eindrücke sammeln. Das Auto ist bequem genug, um lange damit herumzufahren. Der einzige Nachteil ist, dass es drin mindestens 10 Grad weniger ist als draußen. Richtig kalt für uns. Wir waren damals noch recht unerfahren und wussten nicht, dass man die eiskalte Luft, die auf uns pustet, mit einem Schalter an der Decke abschalten kann. Selbst in der trockenen Jahreszeit wird in Thailand, in und um Bangkok, Reis angebaut und mit Bewässerungssystemen gegossen. Das erlaubt den Landwirten bis zu 3 Ernten pro Jahr. Unsere erste Station ist der Floating Market, eine der bekanntesten Attraktionen in Bangkok und auch in Thailand. Es handelt sich um einen schwimmenden Markt, bei dem Händler auf Kanälen in Booten ihre Waren anbieten. Besucher können ein Boot mieten und auch einkaufen. Der Dam Nun Saduak Floating Market ist der berühmteste von den schwimmenden Märkten in Bangkok und diesen wollen wir heute besuchen. An den Straßenrändern gibt es einige Hunde, auf die man aufpassen muss. Sie scheinen zu wissen, dass man besser nicht auf die Straße gehen soll. Es ist aber trotzdem gefährlich, sowohl für sie als auch für Mopedfahrer. Unser Fahrer brachte uns zu dem Punkt, an welchem man die Boote ausleihen kann. Und nach einem kurzen Verhandeln hatten wir ein Boot gemietet. Und ja, wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten hier. Leider kein Ruderboot bekommen, sondern so ein lautes. Leider gab es hier keine Paddelboote, sondern nur solche mit dem mega überdimensionierten Motor, der furchtbar laut ist und leider stinkt. Nach einer kurzen Fahrt sehen wir die ersten Läden. Bei jedem werden wir angesprochen und ermutigt, etwas zu kaufen. Doch ich hatte es anders in Erinnerung. Was halt eher schade ist, ich sehe keine Händler. Normalerweise jetzt fahren noch so Händler auf dem Wasser rum. Mit den Booten, die sind cool. Vielleicht ist es noch zu früh. Keine Händler auf Booten und sehr viele Läden sind geschlossen. Wir sind ein kleines bisschen enttäuscht, weil es bisher nicht wirklich viel zu sehen gibt. Doch unser Steuermann biegt irgendwann ab und plötzlich gibt es viele Geschäfte. Kaufen kann man hier alles. Von Kleidung über Taschen, Geschirr und Hausdeko bis hin zu Spielzeugen. Przepraszam. Morning. Good morning. Das ist der Film. Diese Wandteppiche. Farbenfroh sind sie. Die Motoren aus den Longtail-Booten
stammen meist aus älteren Lastwagen oder Autos. Sie sind leicht zu bekommen, günstig und einfach zu warten. Dafür fressen sie ca. doppelt so viel Diesel oder Benzin wie ein normaler Außenbordmotor für ein Boot. Nicht besonders effizient und schon gar nicht umweltfreundlich, aber es scheint sich dennoch zu rechnen. Irgendwann haben wir angehalten. Hier gibt es eine Pause auf einer Kokosnussfarm. An diesem Ort passiert auch alles gleichzeitig. Wir haben viele Stände mit Souvenirs für Touristen. Die buddhistischen Mönche haben an einer Ecke gerade eine Zeremonie, an einer anderen Ecke wird eine Bühne aufgebaut und Frauen verkleiden sich gerade in die traditionelle Kleidung und in dem Ganzen taucht hier und da noch Weihnachtsdeko auf. Jetzt mal probieren, kostenlos. Wir dürfen probieren, wie Kokoszucker schmeckt. Und es wird uns, zumindest in Theorie, gezeigt, wie er erstellt wird. Ja. Sweet. Very sweet. Kokoszucker wird aus dem süßen Saft der Kokosblüten gewonnen. Dazu werden die Blütenstängel der Kokospalme angeschnitten. Der gesammelte Saft wird gefiltert und in den großen Woks erhitzt, bis der flüssige Anteil verdampft. Sobald die Flüssigkeit dick genug ist, wird sie vom Feuer genommen und zum Abkühlen in kleinere Behälter gegossen. Die Herstellung ist relativ umweltfreundlich, da die Palme weiter blühen und Nektar produzieren kann. Wir gehen ein paar Schritte und sehen wohl eine Probe von einem Sänger, werden dabei herzlich begrüßt und ich darf sogar ein Foto mit den Teilnehmern haben. Check 1, 2. 2 2 Check 1 2 2ทดสอบ1 2 Check 2นี่สีเดียวกันไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอเป็นที่บ้านเราตอนเด็กๆอ่ะที่ว่าไปเก็บน้ำเนี่ยคุณนายกับเพื่อนไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าไปข้างหน้า Auf jeden Fall geht es den Geistern hier besonders gut. Die Monks sind fertig jetzt. Floating Markets entstanden historisch in Regionen mit ausgedehnten Kanalsystemen, weil Boote eine der wichtigsten Transportmethoden waren. Sie dienten als Handelszentren für die umliegenden Gemeinden. Heutzutage ist das eher eine Attraktion für Touristen und gleichzeitig eine Möglichkeit für die Bewohner, Geld zu verdienen. Schade nur, dass der Kanal so schmutzig ist. Im Wasser schweben ziemlich viele Plastikbecher, Beutel und andere Plastikteile. Noch mehr liegt auf den Grünflächen und den Palmenplantagen am Ufer. In der Kamera sieht man das hier und da, wenn man genau hinschaut, und auf einigen Aufnahmen gar nicht. Aber glaubt uns, der ganze Bereich ist sehr zugemüllt und wir können uns vorstellen, dass alles Mögliche in diesem Wasser landet.
scheint es, als ob unser Fahrer uns gezielt zu einem bestimmten Bootsverleih gebracht hat, der ihm wahrscheinlich dafür eine Provision zahlt. Wir kommen nämlich jetzt erst zu dem Bereich, wo wirklich viel los ist, und es gibt hier Bootsverleihe mit Paddelbooten. Die anderen Touristen tauchen langsam auf und wir freuen uns, dass wir hier so früh angekommen sind, denn später sieht es hier vermutlich so aus. No. Leider habt ihr von dem spannendsten Teil nur 3 bis 5 Sekunden Clips gesehen und die musste ich manchmal noch in Zeitlupe retten, damit es nicht wie ein Daumenkino wirkt. Warum? Weil Jens die Kamera in der Hand hatte und auf seine ganz pragmatische Art gefilmt hat. Kurz draufhalten, Objekt drauf, passt, aus. Ein Meister der Minimalismuskunst. Wenn ihr aber Glück hattet oder nochmal zurückspult, könnt ihr an 2 Stellen sehen, wie große Schlangen angeboten werden, um ein Foto mit ihnen zu machen. Und diese Schlangen werden da den ganzen Tag in den kleinen Plastikcontainern gehalten. Hier und da auf beiden Seiten des Ufers sehen wir Häuser, in welchen Menschen leben. Die Stelzenhäuser sind typisch für die traditionelle Lebensweise vieler Menschen in Thailand und haben eine lange Geschichte. Früher waren die Wasserwege die Hauptverkehrsadern, also siedelten sich die Menschen an den Ufern an. Viele Häuser entlang des Markets wirken einfach und traditionell, was darauf hinweisen könnte, dass die Bewohner keine wohlhabenden Verhältnisse haben. Das bedeutet jedoch nicht immer eine extreme Armut, sondern eher einen bescheidenen Lebensstil. Wenn man aber betrachtet, dass das Einkommen der Händler stark von der Touristensaison abhängt und viele Bewohner sich mit Obst- und Gemüseeinbau wie Kokosnüsse oder Bananen beschäftigen, was schlecht bezahlt ist, dann kann man sich schon denken, dass einige von ihnen mit dem Nötigsten auskommen müssen. Wie war die Bootsfahrt für dich? Das wird eine längere Aufnahme. Haben viel zu sagen da. Die ist hier, die ist laut. Der Fahrer holt sich erstmal eine Kokosnuss. Unser nächster Stopp ist ein Tempel und dort hoffen wir bei wenig Lärm ein Fazit für euch aufzunehmen. Wie hat's dir gefallen beim Floating Market? Jens hat gesagt, das ist im Dschungel. Es ist kein Dschungel, es ist eine Kokospalmenplantage. Aber jetzt sagt mal, Dschungel ist Wald, oder? Nein, viele Bäume auf einmal, das ist kein Dschungel, vor allem eine Monokultur aus Palmen. Auf jeden Fall, es gab Sachen, die mir sehr gefallen haben und es gab Sachen, die mir gar nicht gefallen haben. Es ist sehenswert bis zum gewissen Punkt. Man muss sagen, dass die Sachen, die da verkauft werden, das sind so teilweise billige, kitschige China-Sachen, ein bisschen Sachen, die man auch bei uns kaufen kann, zum Beispiel so Skulpturen aus Draht. Cool sind die Boote,
mit den Händlern, die rumfahren, Essen verkaufen, Essen kochen auf dem kleinen Boot. Aber wer will denn da morgens um 9 ein Bier kaufen? Ja, vor allem verkauft wird Bier und Getränke in den Dosen. Aber die Atmosphäre ist ganz nett und die Sachen, die sie verkaufen, sind auch interessant. Was uns auch nicht so gut gefallen hat, also ich war hier schon mal vor vielen Jahren und hatte damals ein Paddelboot. Es wurde gepaddelt und man sitzt so drin, aber sehr manuell und ruhig und entspannt. Und diesmal gab es nur so Motorboote und die stinken, machen Krach. Zumindest an dieser Stelle, zu welcher uns der Fahrer gebracht hat. Weil woanders haben wir gesehen, man kann doch ein Paddelboot mieten. Das war es wohl mit der Aufnahme. Wir gehen mal weiter gucken hier. Hoffentlich wird es jetzt hier ein bisschen leiser. Ja, was uns aber nicht gefallen hat, dass so viel Müll da liegt überall. Es ist schmutzig. Das Wasser ist voll von Plastikflaschen, Plastikbeuteln, Bechern und so weiter. Die liegen auch am Rand. Und wenn man sich das Wasser anguckt, das sieht eher giftig aus, das Wasser. Also wenn man da, wir haben gelacht da auf dem Boot, wenn man da reinfallen würde, dann bräuchte man deutlich mehr Impfungen, als wir bekommen haben vor der Reise. Oder man bräuchte danach keine Impfung mehr, weil man nie wieder krank wird. Vielleicht. Wenn man es überlebt, wird man wahrscheinlich nie wieder krank. Aber leuchtet im Dunkeln. Das war die eine Sache. Und natürlich gibt es da so unschöne Sachen in der Nähe wie angekettete Tiger, die man da streicheln kann und sich Fotos mit denen machen kann. Die haben wir nicht gesehen, aber da gibt es Plakate, dass sie irgendwo in der Nähe sind. Schlangen, die überhaupt nicht artgerecht gehalten werden in Plastikboxen oder Käfigen, mit denen sich man auch Fotos machen kann. Und hier möchte ich appellieren, macht das nicht. Seid nicht diese Art von Touristen, nicht diese Art von Menschen, die das unterstützen mit eurem Geld. Das Ganze ist auf jeden Fall sehr touristisch. Wir sind sehr früh heute Morgen losgefahren, früher als Joanna lieb ist. Oh ja. Also wir sind kurz nach 6 aufgestanden, 6:30 Uhr frühstücken, weil früher ging leider Frühstücken nicht, sonst wären wir vielleicht noch früher losgefahren. Und waren dann vor den großen Touristenanstürmen auf diesem Markt. Also gerade ganz am Anfang, die erste halbe, dreiviertel Stunde waren wir die einzigen. Entsprechend konnte man auch mit den Booten noch verhandeln und musste nicht den Höchstpreis da zahlen. Das ist eh schon nicht günstig. Ja, es ist nicht günstig. Ne? 3.000 war es für 1,5 Stunden. Ja, 3.000 Baht. Übertrieben viel. Leider, wenn man tatsächlich in den Uhrzeiten dort ist, wo die meisten Touristen auftauchen, hat man sehr viele von diesen Booten mit diesen überdimensionierten riesigen Motoren. Die stinken nach Abgasen und das war schon jetzt schwierig zu ertragen. Manchmal hat gestunken. Ich kann mir vorstellen, wenn tatsächlich da, wie heißt das, die Öffnungszeiten sind, also die Rush Hour von den Booten, dass es da einfach giftig ist. Und die Luft stinkt einfach und steht praktisch davon, von den Abgasen. Und unabhängig davon dürfte es dann auch schwierig sein, etwas zu fotografieren oder zu filmen, weil man dann nur noch Touristenboote sieht. Und jetzt war es doch noch recht ruhig. Und wir hatten quasi auch zu zweit ein ganzes Boot für uns. Wenn da noch andere Touristen drin sitzen, die dann irgendwie länger an irgendwelchen Marktständen verbringen wollen, ist man da halt ausgeliefert. Ja. Und hat da wenige Freiheit. Unterm Strich hat es uns gefallen, wir können es empfehlen, aber man sollte nicht zu viel erwarten, es ist touristisch. Ja. Ein bisschen überbewertet finden wir es schon. Und aktuell befinden wir uns an dem Gelände von dem Tempel Wat Bangkok, etwa 80 Kilometer von Bangkok entfernt. Und ihr schaut gerade auf diesen Tempel. Das kleine Gebäude, dessen Wände und Decke von den Wurzeln der Banyanbäumen umwachsen sind. Es sieht faszinierend und geheimnisvoll aus. Und was noch faszinierender ist, die Wurzeln wachsen um die Fenster und Tür und versperren sie nicht. An vielen Stellen gibt es Figuren von Kämpfern,
weil hier ein militärischer Außenposten und Trainingslager für thailändische Soldaten war, die in der Schlacht gegen die birmanischen Truppen kämpften. Thailand und Birma, also Myanmar, haben über Jahrhunderte ziemlich oft miteinander gekämpft. Innen befindet sich eine goldene Buddha-Statue, die von Gläubigen verehrt wird. Aber wahrscheinlich, weil es drin eher wenig Platz ist, hat man ein paar Buddha-Statuen vor den Tempel gestellt. Und vor allem dort beten die Leute. Überall kann man hier die Han-Statuen sehen. Besucher bringen sie oft als Opfergabe oder Zeichen des Respekts mit. Die Hähne sind in Thailand sehr wichtig. Sie sind ein Symbol für Mut, Durchhaltevermögen und Siegeswillen, aber auch für Wachsamkeit und Neuanfang, weil ein Han den neuen Tag beginnt. Gläubige hoffen, dass die Energie und Symbolik des Hans sie dabei unterstützt, Hindernisse zu überwinden und erfolgreich zu sein. An diesem Ort sind Hähne vor allem ein Symbol für König Thaksin, der den Krieg mit Birma geführt hat, und sollen an die Stärke und Mut von seinen Truppen erinnern. Unsere nächste Station ist ein weiterer der bekanntesten und zugleich ungewöhnlichsten Märkte in Thailand, der Meklong Railway Market. Er liegt ca. 80 Kilometer südlich von Bangkok entfernt. Auf dem Weg dorthin sehen wir viel Wasser auf den Straßen und manchmal wird es sogar etwas schwierig für die Autos. Unser Fahrer sagte, dass das Meer auf die Straßen kommt. Und obwohl das Meer ein paar Kilometer von hier entfernt ist, hat er recht. Wenn die Gezeiten besonders hoch sind, kann das Meerwasser über Flüsse und Kanäle ins Inland gedrückt werden und dadurch die Straßen überfluten. Bangkok und die Umgebung sinken jährlich um mehrere Zentimeter ab, vor allem durch die massive Grundwasserentnahme. Dadurch sind viele Gebiete anfälliger für Überschwemmungen, weil das Wasser weniger abfließen kann. Langfristig führt der Klimawandel dazu, dass diese Überschwemmungen häufiger auftreten, weil der Meeresspiegel steigt. In einigen Berichten wird sogar davon ausgegangen, dass Teile der Region in ein paar Jahrzehnten dauerhaft unter Wasser stehen könnten. Und das erklärt auch, warum die Bordsteine überall hier so verflucht hoch sind. Der Meklong Railway Market ist deswegen so besonders, weil er sich buchstäblich auf den Schienen einer aktiven Bahnstrecke befindet. Circa 8-mal am Tag fährt ein Zug mitten durch den Markt und die Händler müssen dann ihre Waren und Planen zur Seite räumen. Das Gedränge auf diesem Markt ist wirklich unglaublich. Menschen überall, kein Zentimeter Platz und man wird oft einfach mitgeschoben. Ich war vor circa 7 Jahren schon mal hier und damals war es noch ziemlich entspannt. Man konnte einfach auf den Gleisen laufen, die Händler hatten ihre Waren bis direkt an die Schienen gelegt und das hat auch super funktioniert damals. Aber heute wäre das gar nicht mehr möglich. Es gibt so viele Touristen, dass die Leute gar nicht mehr nur auf die Gleise passen. Und wenn der Zug kommt, gäbe es für viele keine Chance zum Ausweichen. Also mussten viele Händler Platz machen und ihre Waren ca. 1 Meter zurückrücken, sodass man auch neben den Gleisen noch laufen und stehen kann. Einfach Wahnsinn. Wenn ein Zug kommt, ertönt mehrmals ein Signal mit einer Ansage und die Verkäufer packen ihre Sachen zusammen. Die Besucher suchen sich einen guten Platz, platzieren sich auf beiden Seiten der Gleise und warten.
Wenn die Verkäufer mit dem Verschieben ihrer Waren fertig sind, klappen sie alle ihre Schirme und Stände zu. Deswegen wird der Market auch Talat Rom Hub genannt, was sowas bedeutet wie Markt der einklappbaren Schirme. Und das passt sehr gut. Eine der Actioncams hatte ich auf das Gleis gelegt. Der gute Mann hat zum Glück gesagt, dass der Zug aus der anderen Richtung kommt. Attention please, from oncoming or departing trains. Please always be aware of standing behind the red line. Standing behind the red line. Police, wish you a safe and enjoyable holiday. Please don't hesitate to contact us if you require any assistance. Call Police 1155. Früher, als Jens hier war, konnte der Zug viel schneller durch den Markt fahren. Heute schleißt er im Schritttempo vorbei, weil einfach zu viele Menschen rumstehen und er vorsichtig sein muss. Aber hey, das hat auch Vorteile. Jetzt hat man genug Zeit, sich mit den Passagieren im Zug zuzuwinken. Und während du den Zug filmst, filmen dich die Leute aus dem Zug zurück. Natürlich musste irgend so ein Depp auf meine Kamera treten, weil er nicht schaut, wo er hinläuft. Und ich war leider nicht schnell genug hinter der Absperrung hervorgekommen. Damals gab es keine Absperrung. Zum Glück sind diese Actioncams recht robust, sodass nichts passiert ist. Wollen wir wirklich dahinter gehen? Ein Stück können wir noch. Ein Stück, vielleicht haben Sie irgendwelche Handy Sachen. wegpacken? Wir schauen uns noch eine Weile die zahlreichen Waren an, denn es gibt viel zu sehen. Dann finden wir einen Seitenweg, mit dem wir zur Straße gelangen können. Hier kann man ein bisschen Blick in die Geschäfte werfen. Nach wenigen Schritten setzen wir uns in ein Straßenrestaurant. Wir haben jetzt hier was Lokales zum Essen gefunden. Keine Ahnung, was wir bestellt haben. Wie immer. Na, wie oft zumindest. Aber der gute Mann hat uns auf Thailändisch versichert, es ist nicht scharf und schmeckt gut. Und kostet 5 Baht. 50 Euro. Wir wissen nicht mal, was es kostet. Und kostet 50 Baht. Wobei der Stehenpreis. In den meisten Straßenrestaurants in Thailand und manchmal auch in normalen Restaurants bekommt man Essen in Melamin oder Plastikgeschirr. Viele Garküchen sind nicht stationär, sondern werden aufgebaut und abgebaut. Und leichtes Geschirr ist für den Transport viel praktischer als schweres Keramikgeschirr und geht nicht kaputt. Wir kämpfen uns zur Hauptstraße durch und starten die Mission Fahrer finden. Leichter gesagt als getan. Hier gibt es sehr viele Autos und überall, wo auch nur ein Stückchen von Platz ist, wird etwas verkauft. Ein Parkplatz? Nein, ein improvisierter Marktstand.
Ein Gehweg? Perfekter Ort für eine Minigarküche. Unser Fahrer könnte also überall sein. Oder vielleicht verkauft er inzwischen selber etwas. Wir sind jetzt fertig hier auf dem Train Market und versuchen jetzt unseren Fahrer wiederzufinden. Er hat sich irgendwo in dem Getummel versteckt. Der Fahrer wollte am Krankenhaus warten. Das Krankenhaus haben wir gefunden, den Fahrer nicht. Wir versuchen noch unser Glück an der Hauptstraße, bevor wir ihn anrufen. Telefonieren ist nämlich schwierig, wenn man sich in keiner Sprache so richtig verständigen kann. Also ich habe ihn erreicht von unserer thailändischen SIM-Karte und er hat gesagt, I'm coming. So, warten wir einfach mal hier am Krankenhaus. Er wird schon irgendwann kommen, wenn er sich durch den Verkehr hier gekämpft hat. Schaut euch das an. Während wir warten und vor Hitze kochen, wundere ich mich, warum man einen Hund bei 32 Grad anziehen muss. Ist es ihm zu kühl oder was? Unser Fahrer hat uns schließlich gefunden und zu seinem Auto geführt. Während wir versucht haben, auf der vielbefahrenen Straße einfach zu überleben, läuft er ganz entspannt und selbstverständlich zwischen den Autos umher. In den meisten Taxis gibt es solche Flyer, die verschiedene Attraktionen werben. Sehr viel davon hat etwas mit Tieren zu tun. Affenshow, Elefantenshow, Fotos mit Tigern, sieht sehr stark nach Tierquälerei aus. Nach über 6 Stunden Ausflug geht es nun langsam zurück. Die Fahrt hat ungefähr 1500 Baht gekostet und war in Summe okay. Die Fahrt selbst war nicht das Teure, sondern das Bootmieten. Bevor wir auf unser Zimmer gehen und ein Schläfchen machen, besorgen wir uns etwas Früchte. Wir waren beim örtlichen Fruchtdealer. Und der Fruchtdealer hat uns viele Früchte gegeben und manche kennen wir gar nicht. Aber wir probieren sie aus. Wir sind jetzt erstmal zurück im Hotel wieder und machen Mittagsschlaf. Wir haben ja auch Urlaub. Ich weiß nicht warum, aber ich könnte hier überall schlafen. Und das ist so ein tiefer Schlaf, so entspannend und einfach mega. Ich weiß nicht, ich habe lange nicht so gut geschlafen wie hier. Und wenn wir so kommen von verschiedenen Attraktionen hierher ins Hotel, dann fallen die Augen irgendwie selbst zu. Aber vielleicht ist das Zeitverschiebung. Wir waren jetzt auf dem Zugmarkt zuletzt. Ist auf jeden Fall auch das sehenswert, wie der Zug da durchfährt. Unwahrscheinlich viele Touristen. Sehr viele. Aber dort hat es mir gefallen, vielleicht sogar mehr als auf diesem Floating Market, weil es war... Ja. Die Atmosphäre war anders, authentischer und Pluspunkt, ich dachte, die werden, weil Jens mich gewarnt hat, irgendwelche lebendigen Tiere haben, die sie verkaufen und in furchtbaren Bedingungen. Aber es gab keine, außer einem Vogel und ein paar Fischen. Ja, aber die gibt's auf den Nachtmärkten und so. Naja, wahrscheinlich werde ich das noch erleben müssen, aber da zumindest habe ich keine gesehen. Kann man empfehlen. Wir haben was Kleines da gegessen. Das war diesmal bedingt lecker, muss man sagen. Aber sehr authentisch. Direkt an der Straße, in einer unsauberen Nische zubereitet. Mögen wir. Der Fahrer hat uns gut von A nach B und nach C und nach D und wieder zurückgebracht. Das hat alles gut geklappt und wir haben ihn direkt gebucht, dass er uns morgen zum Flughafen fährt. 16 Uhr geht's los. Um 12 müssen wir aus dem Hotel raus. Mal sehen, was wir noch 4 Stunden machen. Aber wir finden irgendetwas. Ja, und jetzt ein bisschen verschlafen, wie wir sind, gehen wir noch was essen. Und danach gönnen wir uns eine Massage. Zum 3. Mal. Am 3. Tag. Wir hatten heute noch keine. Heute hatten wir noch keine, aber gestern hatten wir eine Fußmassage
und die war genial, da bin ich eingeschlafen. Außer, dass man wieder Finger in meine Waden reingedrückt hat, mir tun da die Muskeln weh und ich habe blaue Flecken. Vielleicht ist euch aufgefallen, ja, wir gehen öfter essen und essen etwas. Warum? Weil irgendwie die Portionen kleiner sind und so einen richtig geregelten Tagesablauf gibt's auch nicht. Für uns. Für uns, ja. Aber ja, die Ich Portion überlege, ob ich lieber den Kühlschrank hätte mitnehmen sollen. als mich? Aber ich glaube, ich hätte dich auch vermisst. Ja, das ist ja nett von Irgendwann. Das ist lieb von dir. Very local Essen. Ja, lokaler geht's nicht. Meistens noch kommen. Meistens noch kommen. Kommt noch. Joanna beschwert sich, dass ich ihr Essen nicht gefilmt habe, nur mein Essen, was sie auch isst. Also jetzt hier ihr Essen. Weil es hübscher aussieht. Aus Neugier schauen wir bei 7-Eleven vorbei. Das ist eine riesige Supermarktkette, die ursprünglich aus den USA stammt, aber in Thailand besonders populär wurde und über 14.000 Filialen hat. Und die sind anscheinend immer geöffnet. Es ist so eine Station für alles. Snacks, Getränke, SIM-Karten, sogar Rechnungen kann man dort bezahlen. Touristen lieben es, hier exotische Chips oder Milchtee zu probieren, während sich die Einheimischen über die absurde Dichte an 7-Elevens amüsieren. In thailändischen Memes heißt es oft, wenn du dich verirrst, dann schau nach links, da ist bestimmt ein 7-Eleven. Es gehört also schon zur Popkultur. Drinnen sieht es aber anders aus als in unseren Supermärkten. Abgesehen von der kleinen Theke, wo man etwas heißes oder kaltes Getränk kaufen kann, gibt es nur fertige in Plastik verpackte Produkte, kaum frische Sachen. Diese kaufen die meisten Leute auf Märkten oder bei lokalen Händlern, nicht im Supermarkt. Wir wollten uns eine entspannende Massage gönnen, aber das lief diesmal nicht ganz wie geplant. Jens hatte Glück, seine Massage war akzeptabel. Meine Masseurin hat mich mit so viel Öl übergossen, dass ich mich eher mariniert als massiert fühlte. Und sie tippte nebenbei auf ihrem Handy, während sie mich leblos mit einer Hand streichelte. Ich habe diese Katastrophe abgebrochen. Zum Glück gab es keine Probleme mit der Erstattung und wir haben unser Geld problemlos zurückbekommen. Wir kompensieren uns diese Erfahrung mit einem Fruchtsmoothie, den man hier überall bekommen kann. Es ist einfach frisches Obst, das mit Eis zu einer dicken Masse gemixt wird. Lecker. Smoothie am Abend. Wie fast alle Getränke, auch in Restaurants, wird der Smoothie in einem Plastikbecher mit Plastikkappe und einem Plastikstrohhalm serviert. Und unsere sind noch in einer Art Tüte verpackt, damit man sie einfacher tragen kann oder an einen Roller hängen. Im 2022 hat Thailand Marihuana legalisiert und seitdem sind Cannabisläden wie Pilze aus dem Boden geschossen. Anders als in anderen Ländern gibt es hier keine festen Lizenzen oder eine Begrenzung der Shops. Wer will, der kann verkaufen. Deswegen gibt es gefühlt mehr Weed-Läden als 7-Elevens. Und wenn man so einen Smoothie ausgetrunken hat, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, das ganze Plastik zu entsorgen. So etwas wie Mülleimer gibt es auf den Straßen nicht oder selten. Wenn man Glück hat, hängt manchmal ein Müllbeutel an einem Essensstand. Und mehr oder weniger versteckt kann man es dort reinwerfen. Ich will so einen Fleischspieß. Was genau habe ich da gekauft? Was vermutest du? Ist das Schwein? Ja, Schwein kann schon sein, aber da ist ein Haufen Knochen dran. Könnte eine Ratte sein. Ist keine Ratte. Ratte schmeckt anders. Okay.
Als wir hier so entspannt auf der Mauer sitzen und uns die Gegend anschauen, wissen wir noch nicht, dass uns in Koh Samui einige harte Tage bevorstehen. Begleitet uns gern mit auf unserer Reise, abonniert den Kanal, teilt ihn mit Freunden und wir freuen uns, wenn ihr auch im nächsten Teil dabei seid. Tschüss, sagen Jens und Joanna.